Grüß Gott und willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Ich begrüße Sie zu Phänomen Anastasia, Band 8.1, Teil 2, Neuzivilisation. Wie frei sind wir in unserem eigenen Land? Wie gut funktioniert eigentlich die so hochgelobte Demokratie? Geht die Macht wirklich vom Volke aus oder wird dieses Konstrukt nur dazu benutzt, um uns in fast allen Lebenslagen raffiniert hinters Licht zu führen? Fragen, auf die uns Anastasia Antworten gibt. Phänomen Anastasia, geehrte Zuschauer, wir fahren in unserer Serie fort mit Band 8.1, Teil 2, Neue Zivilisation. Ich begrüße wie immer meinen Schatten im Studio, Herrn Konstantin Kirsch. Hallo, Herr Kirsch. Hallo, Herr Jungwirth. Es geht weiter mit einem Kapitel, mit einem Wortspiel, der Dämon Kratie. Was ist damit gemeint? Das ist eine ganz tolle Geschichte, was zum Nachdenken anregt. Es ist ein Bild aus vergangener Zeit, Ägypten mit Priestern, Pharaonen und Sklaven. Und es ist so, dass die Sklaven dort Steine tragen zur Baustelle und die Priester beobachten das ganze Treiben und bemerken natürlich auch, dass die Sklaven ein bisschen lustlos oder unmotiviert. Teilweise sogar eher motiviert, auch auszubrechen, sich befreien zu wollen. Und dann hat es solche Kosten für die Wärter, die Aufpasser und so weiter. Und der eine Priester mit dem Namen Kratie, der fasste den Entschluss, dass er sich mal als ein Sklave verkleidet, einreihen lässt, auch unter Ketten, dann Steine schleppt, um einfach zu lauschen. Quasi direkt mal so am vor Puls Ort. Der Zeit, die Stimmung. Und nach einer gewissen Zeit mit einem entsprechenden Passwort lässt er sich wiederum rausholen und hat dann da einfach belauscht, dass da wirklich so eine konkrete Planung gibt. Wenn dann da, wie auch immer, das Militär dieses eigenen Landes da in den Krieg zieht, dann ist ein geschickter Zeitpunkt für eine Rebellion und so. Und dann sagt der Mensch, wir müssen da im Prinzip was anderes finden. Und es geht dann so, dass er sagt, er will die gesamte Menschheit unterwerfen über einen ganz geschickten Schachzug. Und zwar, dass dann der Aufpasser nicht mehr außen ist, sondern in jedem Einzelnen innen drin. Er bespricht es mit den Kollegen, der Priestern. Und am nächsten Tag geht er auf einen Hügel und verkündet es dann. Und das will ich gerade mal direkt vorlesen. Da heißt es dann: Mit Anbruch des morgigen Tages soll allen Sklaven volle Freiheit gewährt werden. Das klingt erstmal, ja, okay. Für jeden Stein, den ein freier Bürger in die Stadt liefert, soll er eine Münze bekommen. Also Förderung des Geldwesens, ganz klar. Die Münzen kann er tauschen gegen Nahrung, Kleidung, eine Behausung, einen Palast in der Stadt oder sogar eine eigene Stadt. Von nun an seid ihr alle freie Bürger. Die Sklaven können sie erstmal gar nicht fassen, was ist jetzt passiert. Und einfach nur jetzt da sitzen, passiert da nichts. Die kommen dann an diese Münzen nur dran, wenn sie Steine schleppen. Und sofort sind die Ersten dabei, 2 Steine zu schleppen. Zu laufen. Zu rennen. Manche entwickeln eine Schubkarre, um noch mehr Steine auf einmal zu bewegen. Die Wächter machen jetzt auch mit, genau. Und dann gibt es sogar quasi Zusatzgewerbe. Das heißt, Menschen, die dann wie auch immer was zu trinken dann bringen, lassen sich dann mit Münzen bezahlen. Und die Priester schauen fassungslos zu. Es läuft viel besser als vorher auf der Baustelle und sie brauchen keine Wärter mehr und sie schuften jetzt viel stärker als vorher. Und dann gibt es da einen derben Spruch, deswegen auch der Überschrift, der Dämon Kratie. Dann sagt der eine Priester: Was du jetzt gemacht hast, das ist richtig dämonisch. Dass quasi der Wächter jetzt im Inneren sitzt, der sie auch antreibt, von wegen noch eine Münze verdienen, noch eine Münze verdienen. Und deswegen, weil du so dämonisch bist, deswegen soll dann die Gesellschaftsform zu deiner Ehre den Namen Demokratie tragen. Das ist natürlich sehr provokant. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn wir die Demokratien anschauen, gibt es ganz viele, die dem Geld hinterherrennen und nicht nach Sinn und Ethik fragen. Einfach nur Geld, Geld, Geld und auch nicht fragen, was ist mein Herzensimpuls.
Ja, man muss ja nur heutzutage in die Zeitung gucken, was ist das Thema, ist eigentlich nur das Thema Geld, Griechenland, also es spielen die Menschen dabei keine Rolle, sondern einfach nur, kann das bezahlt werden oder wie viel Wachstum, wie viel. Ja. Ja. Oder auch von kleinen Gemeinden bis zu großen Städten, wenn da die sogenannten Volksvertreter beraten, geht es fast ums Geld, gar nicht mehr ums Volk. So, das ist schon auch was dran. Deswegen ist das nächste Kapitel auch, sagen wir mal, spannend, geht es weiter mit einem Milliardär. Auch wieder ums Thema Geld. Ja. Und in dem Fall jetzt ganz andere Regionen. Jetzt geht es um Amerika. Das ist jetzt kein Bild aus der Vergangenheit, sondern ein Gegenwartsbild. Ja. sogar in die Zukunft. Eine Art Modellierung, dass dieses Bild sich eines Tages verwirklichen möge. Das ist ein sehr langes Kapitel und es rührt mich immer sehr, sehr tief. Ich hatte immer so die Überlegung, der sogenannte kleine Mensch, der kann Gärtnern und gut, aber wie können die Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, die sehr reich sind, wie können die innerlich diese Wandlung vollziehen? Und dazu ist dieses Kapitel perfekt. Es beschreibt einen Milliardär, so wie es formuliert ist, quasi der allerreichste von allen überhaupt, also vielleicht noch weit mehr als Milliarden, wie er in der Kindheit am Kaminfeuer vom Vater gelernt hat. Und jetzt ist er schon betagt und ist sehr krank, also bettlägerig und hat zwar die besten Geldmittel für alles, aber er ist trotzdem krank. Und dann kommt ein Psychologieprofessor und sagt ihm, so viele sind wohl neidisch auf ihn, der sogenannte böse Blick, und er bräuchte etwas, was dem standhalten kann, das ist Liebe. Er sollte sich mal überlegen, ob er es schafft, 3 Tage lang nur an das Liebevolle, an das Gutes zu denken, auch wenn er so krank ist. Und er sollte auch einfach mal in sich schauen, in seiner Vergangenheit, wo hat er denn mal Freude und Liebe gespürt? Und dann wird dieser Professor wieder nach draußen gewunken und der kranke, ältere, superreiche sinniert sein ganzes Leben durch und ist eigentlich fast verzweifelt, dass es diversen Yachten und tollen Häusern ist er hinterhergejagt und sobald er sie hatte, war der Reiz vorbei. Und plötzlich erinnert er sich an einen Zeitpunkt der Kindheit, da war er, glaube ich, 9 Jahre alt, wo er im Garten ein kleines Häuschen gefunden hat. Und da war dann ein Mädchen auch, die das Haus gebaut hatte. Und dann, glaube ich, 11 Jahre später haben die sich nochmal getroffen, diese zwei, gerade erwachsen geworden. Und er war damals schon so begeistert von dieser klugen Hausbauweise, von diesen einfachen Gartenkisten. Und dieses Mädchen hatte damals schon so gesagt, ja, dann spielen wir quasi Mann und Frau, wie das viele Kinder machen. Und dieses Mädchen hat es aber ernst genommen und spielt quasi dieses Spiel immer noch. Und als die beiden dann gerade volljährig waren und sich nochmal kurz getroffen hatten, hat auch die Welle der Liebe die beiden erwischt. Und er hat sie dann 45 Jahre lang nicht mehr gesehen. Sie hat aber ein Kind bekommen, mittlerweile auch Enkelkinder. Und er ist dann da in seinem Krankenbett, dieser Alte, so, ich hatte doch damals als junger Mann dieser jungen Frau auch versprochen, ich will ihr helfen, eine kleine Hütte und ein Land zu haben. Und ich halte meine Versprechen, so ganz klar. Dann schickt er seine ganze Belegschaft raus, wo ist diese Adresse, wo lebt diese Frau jetzt. Lässt sich dann auch hinbringen, besucht sie und sie ist sehr glücklich. Und ja, dann entsteht daraus die Geschichte, dass er wahrnimmt und erkennt, dass er Vater geworden ist. Das sein Sohn ist sozusagen. Sein Sohn und Enkelkinder mittlerweile, er ist völlig hinweg und er ist so von Herzen berührt. Er verrät nicht, dass er so reich ist. Und sie sagt dann noch, wie kommst du auch finanziell zurecht, Johnny? So. Und ja, es geht schon so. Also er macht sehr, sehr starkes Understatement. Und sie sagt dann noch in tiefer Traurigkeit, Mensch, außenrum werden jetzt Kraftwerke und Müllverbrennung und was weiß ich was gebaut. Und er spürt in sich diese finanzielle Stärke und diese ganz, ich sag mal fast naiv, natürliche, gesunde Lebenseinstellung von der Frau, wo er spürt, dass er sie immer noch liebt, wie damals in der Kindheit. Und dann sagt er, ich muss wieder weg, er muss es schaffen. Er hat dann so seinen Krückstock noch und dann gibt er seinen Mitarbeitern den Auftrag, die Gesamtländereien außenrum aufzukaufen, die ganzen Fabriken abzureißen und lädt Koste dann... es, was es wolle. Ja. Genau, doppelter Preis, dreifacher Preis, ist egal. Und lädt dann ein,
dass Menschen dort ihnen 1 Hektar oder 2 Hektar geschenkt bekommen, sogar Geld bekommen, wenn sie denn außenrum, quasi um seine Liebste herum, einfach eine schöne Landschaft gestalten. Und die Menschen wollen es nicht annehmen, weil sie denken, dieser Reiche, der hat doch irgendwas im Schilde. Und das funktioniert erst, als er auf der Bühne diesen ganzen Interessenten dann quasi sein Herz ausschüttet. Im Prinzip als Liebeserklärung. Und dann kommen die Menschen und sagen, ja, machen sie. Und dann kommt er wieder zu dem Hof von seiner Geliebten hin, wo auch dann die Kinder und Enkel sind, die ganz begeistert sind. Wie plötzlich außen die Landschaft sich verändert, weil sie es gar nicht wussten. Und der Sohn ist ja auch Gartengestalter, der hat dann den Auftrag noch gekriegt, diese ganzen Hektar einzurichten. Und dann sagt sie so, es gibt ein Gerücht, dieser Reiche, der hat das nur für sein Liebste gemacht und ich will die auch gerne mal kennenlernen. Und dann sagt er, dass sie das ist und sie fällt auch aus allen Socken. Eine sehr herzberührende Geschichte. Es geht dann weiter, ich werde dich zeugen, mein Engel. Ja, das ist ein nächstes Kapitel, wo es auch um einen Unternehmer geht, der mit einer deutlich jüngeren Geliebten lebt und träumt von einem Sohn. Und den würde er gerne umarmen im Traum, aber dieser Sohn sagt, du kannst mich nicht umarmen, ich bin noch nicht mal gezeugt, das geht nicht. Dann wacht er auf und denkt, Mensch, ich will gerne Vater werden und sagt es dieser Geliebten und die sagt so locker, ja, aber will erst mal Studium fertig machen und so. Und dann denkt er, naja, mit der kann ich nichts anfangen, war zwar eine schöne Zeit und geht dann auf Suche durch die Stadt und überall hin und findet im Prinzip niemand, wo er merkt von Gesundheit, von auch geistiger Kompetenz, von überhaupt. Er ist eigentlich traurig, dass es da wohl keine passende Partnerin für diese Verwirklichung seines Traumes gibt. Und dann kommt er wieder nach Hause, ich glaube 2 Wochen später oder wann das war. Und sie hat mittlerweile ihr Studium geschmissen und hat die Anastasia-Buchserie empfohlen bekommen, hat sie drin gelesen und hat plötzlich gespürt, dass das ihre Berufung auch ist. Und dann finden sie sich wieder und wählen auch ein Stück Land aus, bauen dort auch ein Haus und dann geht es dort auch glücklich weiter. Auch ein sehr schönes Kapitel, wo man in der Gegenwart damit arbeiten kann. Genau. Also, wie sieht seine Situation aus? Es geht weiter, ein starkes Stück. Das ist quasi der einleitende Überschrift von einer Vielzahl von Kapiteln. Es geht da nur ganz kurz darum, dass der Großvater von Herrn Maigret einen Stapel an Briefen bekommt von Texten, die veröffentlicht werden sollen in diversen Zeitschriften in Russland. Und der Großvater schaut dann mal rein und sagt, oh, das muss ich mal genauer studieren. Und jetzt folgen mehrere von diesen Texten, die quasi dem Leser der Bücher nicht vorenthalten werden sollen. Und das eine ist, das nächste ist Gespräch mit dem Präsidenten. Und da geht es darum, wer regiert eigentlich die Staaten? Weil man wird gerne glauben gemacht, dass die Politiker oder die Präsidenten die Staaten regieren. Aber genau genommen machen sie es nicht wirklich. Sie haben viele Berater im Hintergrund. Die sind im Prinzip die Repräsentanten von dem, was aber im Hintergrund entschieden wird. Und das große Dilemma ist auch, dass viele, die in der Regierung, in der Öffentlichkeit aktiv sind, keine Zeit zum Nachdenken haben. Aktuelles Beispiel jetzt gerade, Putin war für ein paar Tage nicht in der Öffentlichkeit. Das wird gleich diskutiert. Riesendiskussion. 11 Tage. Vielleicht hat er sich auch auf den Landsitz zurückgezogen, um mal wieder mit sich alleine klar denken zu können. Und dann gleich Riesenaufruhr in der Presse. Und das wird da auch thematisiert, dass die Politiker gar nicht wirklich regieren können, wenn sie nicht selber denken können. Es geht dann weiter mit einem Brief an den Präsidenten der Russischen Föderation. Genau, da wird dann erst die Politik gelobt und dann auch die Sorgen der Menschen dargestellt. Das ist ein sehr kurzes Kapitel. Dann auch dargestellt, ich sage es jetzt mit dem jetzt bekannt gewordenen Begriff Lügenpresse, dass die Presse da ganz, ganz viel umbaut und manipuliert. Und es wird üblicherweise auf diese Briefe auch nicht geantwortet, die an den Präsidenten gehen. Ich vermute auch, die Anzahl ist so riesengroß, dass sie vermutlich gar nicht direkt bei ihm landen, sondern von Mitarbeitern gelesen werden. Es geht dann weiter, die Wissenschaft der elementaren Gestaltung oder in wessen Händen die Ideologie des Landes liegt. Wieder ein bisschen größeres Kapitel, da geht es auch wieder im Prinzip um Politik. Wenn Politiker gewählt werden, gibt es Wahlplakate. Genau genommen wählen die Menschen aber nicht diesen Politiker, sondern sie wählen das Leitbild, was dieser Politiker repräsentieren soll. Da gibt es dann auf Wahlplakaten ja auch ein paar
kleine Schlagworte oder Sprüche. Und genau genommen wird das Leitbild gewählt. Und da wird dann auch sehr stark noch darauf eingegangen, wie die Sowjetunion angegriffen wurde, nicht jetzt mit Militär und Panzer, sondern mit Leitbild. Mit dem westlichen Leitbild des Geldmachens, des materiellen Leitbildes, des viel kaufen können. Dass dann dieses vordergründig attraktive Leitbild des Westens kombiniert ist mit Suchtphänomenen, mit Krankheitsphänomenen, mit Naturausbeutung, mit ganz vielem. Das machen natürlich die Menschen nicht zum Thema, die dieses Leitbild präsentieren. Die erzählen erstmal nur die schönen Seiten, die vordergründigen, die Fassade. Und was dahinter ist, das ist dann nicht so. Und über diese Methode wurde quasi in Russland ganz viel Kultur zerstört. Und viel Kriminalität auch entstanden. Und das ganze Geistige wurde reduziert, die Aufmerksamkeit aufs Geistige, sehr stark das materielle Wohlstand gefördert. Und ein bisschen blieb noch übrig geistige Entwicklung über die Kirchen, russisch-orthodoxe Kirche. Und da geht es ja auch weiter in den Kapitel, die russisch-orthodoxe Kirche, inwieweit die überhaupt russisch ist oder wie russisch diese Kirche eigentlich ist. Genau, das ist auch jetzt eher wieder ein kleineres Kapitel, aber es macht es wirklich nochmal mit dieser Überschrift als Unterkapitel nochmal deutlicher, dass diese Kirche, die ja eigentlich für geistige Werte steht, auch unterwandert ist mit Beratern oder Manipulateuren der westlichen Werte, um auch auf dieser Ebene Einfluss zu nehmen, da auch mehr ins Materielle hineinzugehen. Das ist ja auch geht dann fließend über die Besatzer in Aktion, wo das dann ein bisschen so beschrieben wird. Ja, das ist eine Beschreibung, dass quasi Russland besetzt wurde. Da denkt man erst, Moment mal. Das müssen wir doch sein. Wir haben hier Besatzungssituationen erlitten, auf jeden Fall, aber Russland jetzt nicht im militärischen Sinne, aber in diesem geistigen Sinne, mit diesem Leitbild, dass dieses Leitbild dort reinging. Und diese Besatzung oder diese Besatzer sind sogar so aktiv, dass die Menschen, die diese Buchserie lesen in Russland, die sagen, Mensch, ich habe Freude, hier auf russischem Boden einen Familienlandsitz zu errichten und vielleicht auch so Werte wie Volkstanz wieder aufleben zu lassen, dass die dann schlecht gemacht werden. Egal ob es als Sekte oder als Terroristen, wie auch immer. Und das ist im Prinzip eine Aktion von den geistigen Besatzern in Russland. Es geht dann weiter, das Buch der Ahnen und der Familienannalen. Was kann man da Ja, wir hatten ja schon mal einen gesamten Band, der heißt Buch der Ahnen. Und jetzt geht es in dem Fall darum, dass im Jahr 2003 ein Buch gedruckt wurde, also ein leeres Buch mit nur einleitenden Texten, in denen jeder in seiner Familie aufschreiben kann, was die Familie erlebt, was sie für Gedanken haben, für Sorgen, für Sehnsüchte. Das, was beschrieben ist, dass es das wertvollste Buch der Familie sein sollte, das wurde quasi vorgefertigt gedruckt, damit jeder es beziehen kann, um sofort anfangen können zu schreiben mit der entsprechenden Einleitung dabei. Und das ist jetzt seit deutlich über 10 Jahren in Russland Praxis verfügbar. Genau. Haben Sie dazu noch ein Zitat? Auch genau passend zu diesem Kapitel. Und zwar haben dort einige dieses Buch unterstützt, auch der Patriarch von Russland und diverse Gouverneure und auch Putin. Und in diesem Buch, was jetzt in größerer Stückzahl sich verbreitet hat, gibt es einen einleitenden Absatz von Putin und den mag ich vorlesen. Die Familienannalen sind nicht bloß eine Erzählung über ein paar Persönlichkeiten oder einige Familiendynastien, sondern eine Erzählung über die Geschichte unseres gesamten Staates. Das Schicksal Russlands ist die Geschichte der Familien aufeinanderfolgender Generationen. Dieses Wissen ist notwendig, damit jeder Bürger Russlands seine eigenen Wurzeln und sein Mitwirken an der Geschichte unserer großen Heimat versteht. Und ich denke, das können wir auch für Deutschland machen. Das können wir auch für Deutschland machen. Ob die Frau Merkel sich jemals herablassen wird, sowas zu sagen, wissen wir nicht. Aber wir hoffen natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Herr Kirsch, ich bedanke mich. Wir sind am Ende des zweiten Teils. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal. Liebe Zuschauer, woher kommen wir, wohin gehen wir?
Wir sind die Spitze unserer Ahnenkette. Wer seine Ahnen nicht ehrt, hat seine Wurzeln verloren und verliert sich kraft- und ziellos im Nirgendwo. Phänomen Anastasia, das war der zweite Teil zu Band 8.1 Neue Zivilisation. Bald geht es weiter mit Teil 3. Das war's für heute vom Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.